Clearly you had another rough night, the way you were tossing and carrying on like your head was on fire. Aye, it was rough. Got a bit of a headache this morning, I do. I worry that these nightmares could be prophetic, as if someone's trying to communicate with you. Perhaps it is best to suffer through them until we know who and why. His name is Soranil Noonshadow. He's a wizard and a bit of an information broker. He asked us to find survivors of the attacks on your guild and bring them to him. He can help you. Aye, he hasn't steered us wrong yet. To be honest, true trust is a luxury at the moment. I need certain information, and he's the only one who can offer it. Aye, I'd rather get right to work than spend all morning jawing out here in the open. Aye, all business. I like that in a woman. Get in line, you twig. The gate's not too far from here. Big wall, huge doors, can't miss it. We might be wanting to check in with Tarlin. Make sure we're square on the caravan job. I'm not holding out hope for a glowing review. Keep heart, my new friends. I have a feeling that the help you need is just through those gates. Okay. Ich guck mal So, kurz. das ist hier das Abenteuerlager. Wir sind auch nur noch zu zweit. Genau, Oh. das ist so eine Art Basis. Ah, okay. Das sieht irgendwie aus wie Dragon Age Origins von oben. Ja, so ähnlich. So wie ich das mitbekommen habe, kommt man hier auch immerhin wieder zurück. Hier steht auch die Gildentruhe. Eine permanente Lagerungs... Zielattrappe zur Neuausbildung. Heißt das, man kann sich komplett neu aus... Wahrscheinlich, ja. Fähigkeiten zurückerstatten. Oh, das kostet aber auch. Kostet aber was, nehme ich an. Ja, noch was zum Handel zwischen Spielercharakteren. Also das geht nur über Fallen lassen und aufheben. Ich mach das mal kurz. Ich werf dem Tarzan mal einen Gürtel raus. Dann liegt er da rum und ist für ihn aufhebbar. Das direkte Handeln geht nicht. Das haben wir zumindest nicht gefunden. Aber eine Möglichkeit wäre auch die Gildentruhe dann, ne? Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob wir auf die gleiche zugreifen. Probieren wir es aus. Ich habe noch einen Gürtel da. Wie viel Gürtel hast du eingesammelt? 3 oder Ich 4. jetzt auch schon 2. Ist das jetzt drin? Ja. Ich sag mal den Gürtel rein. So, zu. Siehst du, ist da drin ein Gürtel unter dem Spuck? Nein. Echt Wohl jetzt? also für jeden Charakter eigen. Und da ist es, kommt es auch nicht auf das Gewicht an, sondern auf die Anzahl der Gegenstände. Da passen also 100 Gegenstände rein. Ja. Und Punkt. Tja, okay. Tja, einlagern könnten wir ja schon mal, ne? Ja. So ein paar Sachen, die ich habe, die sind zwar schon ein bisschen... Ich würde diese sonstigen Sachen da einlagern. Den anderen Kram würde ich verkaufen. Also Rüstungen und sowas, die ich nicht trage, würde ich verkaufen. Ja, die sonstigen Sachen sind durchaus nicht so schwer. Die Rüstungen sind wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Das geht eigentlich. Ja, aber die verkaufe ich aber am nächsten Ende. Ja, genau, wenn das Sinn macht, klar. Es ist so eine Sache, also bei den Dragon Age Teilen, und das hier ist ja auch von den Dragon Age Machern, das kenne ich nämlich mit dem Schrott noch von dort her, dass man halt eben wirklich einen Gegenstand als Schrott markieren kann und dann kommt halt eben dann in diesen Schrott
Ja, stimmt, das kann man hier auch. Man kann Fällt rechts rein. Klick zum Schrott markieren. Genau. Und ich denke mal, bei Händlern kann man dann auch allen Schrott irgendwie gleichzeitig verkaufen. Ja. Dann fällt das alles ein bisschen einfacher. So. Es war bei Dragon Age Origins aber auch so, dass man sich irgendwann mit einem Händler so gut gestellt hat, dass der ins Lager gekommen ist. Und man konnte dann mit dem Händler verkaufen zu anständigen Preisen. Wir haben eben gesehen, die Preise sind, trotz dass wir den Leuten weitergeholfen haben, nur ein Bruchteil von dem, was die Gegenstände eigentlich wert sind. Also ist die Frage, ob man jetzt halt eben tatsächlich jetzt schon irgendwas verkauft oder einfach die Sachen erstmal nur irgendwo in der Kiste lagert. Naja, also jetzt wird mir im Inventar der tatsächliche Wert angezeigt. Genau. Und ich habe hier so Dinge wie eine Keule für 1 Gold und ein Kampfstab für Das 1 macht ja Gold gar und keinen noch Sinn. eine Keule für 1 Gold. Mhm. Diese Sachen kann ich, denke ich, verkaufen. Die grünen Sachen, die im Bereich 500 Gold oder 1000 Gold sind, die kann man ja mal aufheben. Mhm. So schade, dass man das Zeug nicht nach Gewicht sortieren kann. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ah, doch, kann man doch. Wenn man Höchstes Gewicht. So. Also haben wir dachten, dass wir vielleicht doch irgendwann noch mal ein Crafting sehen in dem Spiel, behalte ich vielleicht die ein oder anderen Sachen tatsächlich noch. So, man kann hier auch mit den Begleitern reden. Es gibt für jeden Begleiter eine Quest. Mal schauen, ob man da davon schon was starten kann. Du wurdest aber jetzt rausgerissen, oder? Ja, ist nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Aye. We haven't had a chance to talk very much since she joined up, have we? Me family goes way back. Back to Mithril Hall, if you believe that. Our family scattered from there after Shimmergloom attacked. And we returned when King Battlehammer signed the treaty with the Many Arrow Orcs. Aye. We were smiths. I know, be still your heart, but we were good. Me clan got the name Stoneforge because it says me ancestor could forge stone into a blade fit for battle. Why you'd want to do that, I'll never know. Me ma and da left from Mirabar just before I was born. Looking to expand the family business, they said. Too much competition from other smiths, I say. Me da was anything but stupid, that's for sure. We made good coin there, and we made a name for ourselves in Mirabar. I worked in the forge as a wee lass, swinging a hammer right alongside me da. Funny remembering it now. I'm not sure I hated it as much as I thought I did. Well, I need to get a bite to eat. Maybe we'll find some time to talk later. We've got to get into Luskan and see this contact of theirs. If he knows anything about why we were attacked, he might know who we should be stabbing next. Don't be a stranger. Klassischerweise muss man ja da ein bisschen weiterkommen in der Geschichte, um dann noch mehr zu erfahren. Soll ich die anderen auch noch ansprechen? Ja, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. In Dragon Age, ich referenziere jetzt nochmal darauf, war es möglich, den Leuten Geschenke zu machen. What can I do for you? Und dann gab es dann ein Ich kann dich gut leiden Barometer Ja, und so. stimmt. Where should I begin? Well, I was born in a small village near Longsaddle to very young parents who were farmers just because their own parents had been farmers and had all died the winter before. No, they all killed each other. An ancient family feud. Very tragic, really. My ma told me it started over the ownership of an enormous tomato and grew from there, as these things do. When I was born, my ma and da hoped I'd be able to help them out on the farm. But really, they'd have been better off hiring a farmhand. It's like they didn't realise I'd be born as a baby and not as a strapping lad of 13 years. Yes. Honestly, they can blame themselves for that one, though they pretty much blamed me. You might not know it to look at me now, but I was a scrawny child, and I was of little use on the farm. I tried very hard,
but I never really took to manual labour. So my parents did what I believe any other loving parents in their situation would do. They sought around for someone willing to trade, a son for a son. And the next thing I knew, I met my Uncle Kipper. You know, remembering all that now, I'm starting to think that maybe my parents weren't as loving as I once thought. If you don't mind, I'd rather like some time to think. Alright, you know where to find me. Ich liebe den Dialekt. Der ist echt witzig. Genau. Something you need? Something you need. Ah, it's not much of a tale. I was born in Westgate, near the Sea of Fallen Stars. My family were traders. They'd moved out of East Rift and sought a home among the humans. My father made a lot of coin very quickly there, mostly doing things he shouldn't have been doing, bribing officials for shipping contracts, smuggling goods into and out of town, that sort of thing. My mother never approved of my father's business. From the day she found out what we were up to, she started making contingency plans. She wasn't going to let Pa's problems bleed over into family. She was. I'm alive because of her. Finally, my father's sturges came home to roost. They were murdered by rivals. And my mother took my siblings and I, hopped on a caravan, and moved us all the way west to the City of Sails. And there we have it. How a fine young dwarf like me got mixed up in a place like Luskan. You know, this really takes me back. But I have some sleeping and resting that needs doing. Maybe we could wax nostalgic another time. Don't be a stranger. What can I do for you? There is not much to tell. I have dedicated myself to the search for a relic called the Moon Tear. A relic of Sehanine, lost decades ago as a result of my own childish ignorance. I remember I was around 15 years old, a toddling babe by elven reckoning. I had a friend, Seric, the best companion a young girl could have. But my parents did not approve of our friendship. My parents told me our family had a sacred duty, one that meant we could not afford such dalliances. I found out not much later that they were right. My parents scolded and punished and eventually kept me from my dear friend, the one child with whom I could play, laugh, and experience joy. One day, I was out playing, on my own, when a group of travelers approached me. They said they were hungry and in need of supplies, but I could tell that they were drow. Even then, I knew what that meant. But, consumed by my childish anger and ignorance, I decided that... Gods forgive me. I decided that a confrontation with the drow would be a fitting punishment for my mother and father, for denying me Seric's companionship. I was, but it was no excuse for what I did. In a fit of pique, I gave the drow travellers directions to our village, hoping to... I don't know what I hoped. I wanted my parents to hurt the way they made me hurt. But what happened was much, much worse. The drow turned out to be forward scouts for a raiding party. They invaded our village, killing and capturing my people, my family. We had been given the sacred honor of protecting a relic of Sehanine. While ransacking our home, the drow took the Moon Tear. I knew of the drow.
I knew what they were capable of. I thought such tragedy was the thing of stories and fables, not of real life. I search now for the moon tear, both to recover it for my goddess, but also in the hopes of making amends for my sins, for my wrath, my ignorance. I'm sorry. I'm exhausted. If there's nothing else, I'd like to take a moment and reflect. The Lady of Dreams go with you. Soweit die Anfänge der Hintergrundgeschichten. Da komme ich als Drow wahrscheinlich nicht so gut an. Nee, das habe ich dir ja gesagt, dass die Drow da ein Problem sein könnten. So, Ich kann ja versuchen zu argumentieren, dass ich nur ein Albino bin. Aus Versehen oder so. aber wir müssen das Lager wieder verlassen. Ich glaube auch, müssen wir das Team zusammenstellen. Wir haben jetzt noch ein paar... Ja, was haben wir denn jetzt alles? Jarheld steht jetzt, Ja, jetzt ich auch würde wahrscheinlich zur Jarheld Verfügung. nehmen. Die Als, ist nämlich irgendwie, die das sieht ist ein frontal Kämpfer. aus. Ja. Und dann den Magier. Wir sind So. mittlerweile vor den Stadttoren von Lasken. Haben uns entschieden für Jarheld und Hommet. Jarheld ist eine Kämpferin und Hommet der Magier, den wir schon dabei hatten. Brauchst du noch Ausrüstungsgegenstände für sie oder ist sie ordentlich Nee, unterwegs? die ist ordentlich unterwegs. Okay. As you wish. Right away. Ah, Of hier course. geht's. Welt bereisen. Interessant. At once. Ja, da kommen wir wieder zurück. As you wish. Okay. Warte. Die ist verschlossen. Mein Job. Würde ich auch sagen. Schloss geknackt. Leichte Schuhe drin. Gelbe Kerze, Ölfläschchen, ein bisschen Gold und Tigerauge. Was den Loot angeht, alle Gegenstände bekommt derjenige, der die Sachen lootet und das Gold wird aufgeteilt. Sieht man hier, Goldanteil hinzugefügt 19 und der andere halt eben dementsprechend bekommt die andere Hälfte dann. Ja. Wir haben auch in den Optionen gewählt, dass jeder looten kann. I can do that. Es gibt auch die Option, dass man einstellt, dass nur derjenige, der das Abenteuer aufmacht, looten kann. Right away, of course. So, da sehen wir schon ein paar Ratten rumrennen. At once. That will do quite nicely. Well done, everyone! Karte sieht man leider nicht so gut. Das Gebiet ausdehnt, die kann man nämlich nicht verschieben. As you wish. I can do that. Right away. What we got? Auf den ersten Blick würde ich sagen, er hat sich umgebracht. Er hat nämlich eine Nachricht vom Vermieter dabei. Der Vermieter hat ihm angedroht, ihn rauszuwerfen, wenn er nicht die Miete bezahlt. Ich nehme mal die Kohle von dem Schneemann.
at once. Außerdem hatte der noch Schneehandschuhe dabei. Die geben 50% Kälteresistenz, aber Feuerverwundbarkeit. As you wish. I can do that. Right away. Of course. Da ist wieder eine verschlossene Kiste. Ich frage mich, was das hier für ein Lager ist. Von den Leuten, die nicht in die Stadt rein dürfen, vermute ich mal. Mhm. Schriftrolle, eine Pike. Ja, By your leave. ja, normale Sachen. I can do that. Right away. Die hatten ein paar Fläschchen dabei. Säureöl, Gegengift und Klebefläschchen. Aber das war's dann auch schon. Und wie sind die Preise? Wahrscheinlich gesalzen, oder? Nee, so hoch kam es mir jetzt nicht vor. Hier gibt es auch keine Quests, sonst würde man das sehen. Man kann das so einstellen, dass die... Oh, okay. Überlegung. Noch ein Händler hier. Der hat aber nichts mehr zu verkaufen, er wurde aus dem Geschäft gedrängt. As you wish. I can do that. Right away. Hier gibt es eine Quest. Ansonsten Bauern, ja. Ja, es gibt ein paar lilane Punkte auf der Karte, die wichtige Personen anzeigen. Wir haben es jetzt auch so eingestellt, dass die Questgeber ein Buch über dem Kopf haben. Das kann man auch weglassen. Ja, also bei Tollin, das war der Karawanenanführer, da geben wir noch das Quest ab, dass die Karawane heil angekommen ist. So, jetzt kann ich hier noch mit meinen Attributen versuchen, den Dialog zu beeinflussen. Entweder mit Charisma und Einschmeicheln oder mit Stärke und ihn dann drohen. Mein Charakter hat einen relativ hohen Charisma-Wert als Kleriker. Damit. Das hat geklappt. Hervorragend. Wunderbar. Also auch wenn ich ihn anspreche, führst du die Dialogoptionen. Ja, weil ich das Abenteuer gestartet habe. At your service. Of course. At once. As yes, Bist du bei dem Händler dran? I can Nee. do that. Nein. Schauen wir mal, ob unsere anderen Leute noch was zu sagen haben. Nicht. Nicht unbedingt, ne?
Also, er sagt, er bietet Spezialpreise an. Da bin ich gespannt. Da gucke ich dann auch mal rein. Und? Echt scheinen sie nicht zu sein. Aber wobei, doch, der Schmuck, den ich so dabei habe, die Ringe und so, da bietet er mir, wird es sein? Ach, da sehe ich den Wert sogar. Der mir ein Viertel an. Und dem bisschen mehr als ein Viertel bietet er mir beim Schmuck an, vom Originalwert. Also nicht so sehr erfolgreich. Nee, eher nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das abhängt vom Charisma-Bonus. Das war in manchen D&D-Spielen so, dass die Preise bei Händlern vom Charisma-Bonus das sagt, dass der den Dialog gestaltet hat. Nimmt. Merkwürdig. Jetzt versuche ich gerade den Schrott zu verkaufen. Mhm. Das funktioniert aber nicht so recht. Da kann ich klicken, wie ich will. Ich glaube, ich kann nur... Nee, so nicht mal das. Oder hat er kein Geld mehr? Kann doch nicht sein, oder? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht weil du rausgegangen bist aus der Redoption. Ich probiere es nochmal. Achtung. Ob es jetzt besser geht? Ja, jetzt geht's. Ja, du hast recht. Die Preise sind unterirdisch. Of course. Wir hatten doch noch diesen kleinen Tiefling, der rumgesprungen ist. Die hat doch auch irgendwie I can do uns that. angeboten, ganz Right tolle away. Preise und ganz tolle Sachen zu verkaufen. Of course. Ja, die haben wir aber noch nicht wieder gesehen. At once. Gibt ja noch 2 weitere lilane Punkte hier auf der Karte. Bei einem bin ich. Ja, habe ich auch schon gesehen, das ist die Menge vor dem Tor. Genau. Da geht es um irgendeine Frau. Aber bei die Wache hat das Christ. And who do we Oh. have here? We found this one trying to sneak into the city with a forged pass. Bosun Taddock. I am appalled. A forgery? What has this town come to? That's what I was telling you. It ain't like it used to be. Please, I just need to get in to see an apothecary. My son is so sick. I just didn't have time to wait. Well, we all know the punishment for forgery in this town, don't we? A stern warning. If only. Make an example of her. I want no doubts in anyone's minds that no one gets through here without a pass. With pleasure, sir. No, Oh. please! Da streiten wir ein. Okay. Gut, dass du mich vorher gefragt hast, da wäre ich nämlich dafür gewesen. I thought I heard you command me to stop. So, auch hier kann ich wieder mit Stärke einschüchtern oder mit Charisma einschmeicheln. Wähle wieder Charisma. And what's it to you? Oh oh. You Diesmal want hat to es nicht help our son geklappt. so badly? Then feel free to assist him yourself. Now step aside, unless you feel like haggling over this lady some more. Das geht aber nur um deinen Charakter, ne? Also nicht deine Ja. irgendjemand aus deiner Gruppe, ne? Also nicht. Genau. Okay. Also wir könnten nicht die Zwergenkriegerin vorschicken, die viel Stärke hat. Aber vielleicht können wir uns ja noch finanziell irgendwie einigen. Arrangement? Well, now. It may be that we've misjudged the situation after all.
Direkt in die Vollen, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Gold ist ja jetzt auch nicht so viel. für uns. Oh, I remember now. Silly me. I should have realized it straight off. Welcome to the city of sails, milady. You're a right hero, you are. I'll name my first pint after you. I don't have the words to thank you enough for your kindness. Okay, keine God smile Ursache. on you, my friends. Kostet 5,50 Awfully Euro. generous of you. You've got that sort of coin just lying around. Remind me to tell you about this business idea I had. Well, we have to find some way into this city, and I certainly don't have a pass. Aye, there's always another way.